Hallo Leute, willkommen bei Klasse Deutsch. Heute sprechen wir über den Satzbau auf dem Niveau A2. Aber zuerst vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und dem Video ein Like zu geben. Los geht's! Und jetzt kommen wir zum Thema Satzbildung. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass wir im Deutschen verschiedene Arten von Sätzen haben. Diese Sätze können Aussagesätze, Fragesätze, Passivsätze oder Nebensätze sein. All das lernen wir im Deutschen. Über Aussagesätze und Fragesätze haben wir schon im Niveau A1 gelernt. Wir haben gesagt, dass im Aussagesetz das Verb immer an zweiter Stelle steht und entsprechend dem Subjekt konjugiert wird. Das Wichtigste im Aussagesetz ist also, dass das Verb wirklich an Position 2 steht. Dabei spielt es keine Rolle, ob an erster Stelle das Subjekt, ein Zeitadverbial oder ein Objekt steht. Das ist völlig egal. Beispiele: Ich gehe heute ins Kino. Heute gehe ich ins Kino. Ins Kino gehe ich heute. Alle drei Sätze beginnen mit unterschiedlichen Wörtern, haben aber dieselbe Bedeutung und sind grammatikalisch korrekt. Entscheidend ist nur, dass das Verb an zweiter Stelle steht. Dativ und Akkusativ, Reihenfolge im Satz. Manchmal haben wir im Satz sowohl ein Akkusativobjekt als auch ein Dativobjekt und wissen nicht, welches zuerst stehen soll. Ich erkläre euch das jetzt, damit ihr versteht, wann der Dativ zuerst steht und wann der Akkusativ. 1. Beide sind Nomen. Dativ zuerst. Beispiel: Ich schenke meiner Mutter einen Ring. Wenn sowohl Dativ als auch Akkusativ Nomen sind, steht der Dativ zuerst. 2. Eines ist ein Pronomen. Pronomen zuerst. Beispiel: Ich schenke ihn meiner Mutter. Ihn ist das Akkusativpronomen. Hier ist der Akkusativ ein Pronomen, also Pronomen zuerst. Beispiel 2. Ich schenke ihr einen Ring. Ihr ist das Dativpronomen. Hier ist der Dativ ein Pronomen, wieder Pronomen zuerst. 3. Beide sind Pronomen, Akkusativ zuerst. Beispiel: Ich schenke ihn ihr. Wenn beide Pronomen sind, steht der Akkusativ vor dem Dativ. Blitz, Fazit: Beide Nomen, Dativ vor Akkusativ. Ein Pronomen, Pronomen zuerst. Beide Pronomen, Akkusativ zuerst. So, das war's für heute. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!